Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und schnelles Rezept für eine leckere One-Pot-Pasta mit Kokos-Currysoße und Kichererbsen. Dafür als erstes eine kleine Zwiebel sowie 1 bis 2 Knoblauchzehen abziehen, beides fein hacken. Danach habe ich hier ein kleines daumengroßes Stück Ingwer, schälen und ebenfalls fein hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. Danach kommen auch schon die restlichen Zutaten dazu. 400 Gramm ungekochte Nudeln, ich habe Fusilli genommen, 1,5 bis 2 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel süßes Paprikapulver, einen gehäuften Teelöffel Currypulver, dann 600 Milliliter Wasser, eine Dose cremige Kokosmilch und dann gebe ich noch eine Dose abgetropfte Kichererbsen dazu. Alles einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Die One-Pot-Pasta zum Kochen bringen und jetzt mit geschlossenem Deckel bei niedriger bis mittlerer Hitze sanft köcheln lassen für insgesamt 10 bis 12 Minuten. In der Zwischenzeit bereite ich noch die restlichen Zutaten vor, etwa 100 Gramm frischen Blattspinat waschen und abtropfen lassen. Außerdem noch ca. 250 Gramm kleine Tomaten einfach mit einem Messer halbieren. Die One-Pot-Pasta von Zeit zu Zeit immer mal wieder umrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann und mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, so lange bis die Nudeln gar sind und sie die Flüssigkeit nahezu komplett aufgesogen haben. Jetzt sind wir im Prinzip fertig. Zum Schluss nochmal alles mit einer guten Prise Salz und Pfeffer abschmecken. Außerdem die halbierten Cherrytomaten dazugeben, den Blattspinat nach und nach ebenfalls mit in die Pfanne geben, alles einmal gut umrühren, den Blattspinat in der heißen Pfanne zerfallen lassen und so können wir die One-Pot-Pasta mit Kokos-Currysoße, Kichererbsen, Tomaten und Spinat servieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.